Ich habe für dich in meinem Atelier gestöbert und zeige dir heute, wie du deine Stifte am besten anspitzt, welche Anspitzer dafür geeignet sind. Entweder der Kugelanspitzer oder gar der Handanspitzer oder ganz andere Spitztechniken. Erfahre also, wie du deine Stifte nicht nur spitz bekommst, sondern sie auch genau für das, was du zeichnen willst, anspitzen kannst. Ja? Los geht's mit dem Video. Wir haben Nummer 1 die klassische Spitzmaschine, Nummer 2 ein Handspitzer, Nummer 3 haben wir das Cuttermesser, Nummer 4 ein Fallminenspitzer und Nummer 5 und Nummer 6 verrate ich dir ganz zum Schluss. Also welche Vorteile haben die einzelnen Spitzer und für welchen Zweck braucht man welche Mine? Okay, lass uns starten. Sei gespannt. Los geht's mit der Spitzmaschine mit Kurbel. Ja, wir haben hier also eine ganz einfache mechanische Maschine und gerade weil sie so einfach ist, kann man damit wirklich sehr leicht und akkurat die Bleistifte anspitzen. Ja? Also du hast hier die Kurbel, du kannst hier die Minenlänge einstellen, also wie lang die Mine praktisch rausschaut aus dem Holzkörper. Hier schaut sie momentan gar nicht raus. Und wir können hier durch das Zusammenziehen den Bleistift einstecken und er wird reingezogen beim Kurbeln automatisch. Ja? So, schauen wir mal. Das geht auch ziemlich fix. Ich habe lange nach einer guten Maschine gesucht, die halt schnell spitzt und trotzdem die Mine nicht abbricht. Ja? So, schauen wir mal. Wenn die Kurbel leichter geht, ist der Spitzeffekt erreicht. Du siehst, wir haben hier eine wirklich sehr gute Spitze, also einen langen Konus, der raussteht. Das Holz ist ganz sauber abgenommen. Also wirklich ein akkurater Spitzer sozusagen. Ja? Also ich bin immer wieder begeistert, je einfacher so eine Spitzmaschine ist, je bessere Spitzen scheint sie zu machen. Ja? Also mit einfach meine ich keine, die stelle ich heute auch nicht vor, eine mit USB-Stick. Da steckst du den Stift rein und er ist so schnell runter, so schnell kannst du gar nicht gucken und er hat doch diesen schönen langen Konus nicht. Ja? Okay, also hier haben wir schon mal eine richtig gute Spitze, mit der wir zeichnen können und wir können den auch schnell anspitzen. Okay, kommen wir zum zweiten, zum Handanspitzer. Ja? Hier habe ich einen ganz klassischen Handspitzer, wenn man so will. Ja, man kann hier die Klinge austauschen, wenn man will, je nachdem, wie oft du zeichnest, wie oft du spitzen musst. Der Nachteil ist, den Vorteil habe ich hier noch gar nicht erwähnt, du hast hier dieses Auffangfach, ja, also du hast keinen Dreck, beziehungsweise nur, wenn du es rausziehst. Ja. Also hier werden die Späne, der Abrieb gleich gesammelt, du hast keinen Schmutz irgendwo und kannst direkt gleich auf dein Papier weiterzeichnen. Bei diesen empfiehlt es sich, so eine kleine Dose runterzustellen. Ja. So, bei dem Anspitzer kannst du auch die Tiefe hier einstellen über dieses Rädchen. Also Tiefe ist nicht präzise genug, sondern auch die Konuslänge einstellen. Ja? Ob du kurz, lang oder mittel haben willst. So, los geht's. Wir probieren den mal aus. Das ist ein etwas teures Modell, aber ich mag so diese Art von Anspitzern, weil sie so einen Vintage-Style haben und er funktioniert auch ganz gut. Los geht's. Du siehst, das merkt man immer bei einem guten Anspitzer, dass der Holzkörper gleichmäßig abgenommen wird. Hier muss man zwischendurch natürlich immer wieder schauen, wie sieht es aus. Ich würde sagen, fast schon fertig. Noch ein wenig, es hängt immer davon ab, wie spitz du ihn haben willst. Ja? So, du siehst auch, die Mine bricht nicht, die Mine ist richtig spitz. Wenn wir mal diese beiden vergleichen, du siehst, die ist ein wenig breiter, aber spitzer als die linke.
Also er spitzt wirklich sehr, sehr fein an, dieser Handanspitzer hier. Ja. Wie gesagt, der Nachteil, wenn man es als Nachteil sehen will, du hast hier halt den Schmutz, den direkten Abrieb, aber du hast auch den Geruch des Holzes, den Geruch der Handarbeit. Ja. Das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Also man muss sehen, was liegt dir, was gefällt dir. Ja. Also das sind jetzt zwei Standardspitzungen, mit denen man dann einfach ganz normal zeichnen kann. Ja. Du siehst, man kriegt sehr feine Linien hin. Also wirklich sehr gut gespitzt, ja, die ersten beiden. So, kommen wir zu Nummer 3. Wenn mir dieser Konus nicht reicht, ja, und ich möchte, dass die Mine länger rauskommt, ja, dann nehme ich mir hier ein Cuttermesser. Das braucht aber, wenn du spitzt, eine sehr, sehr scharfe Klinge, weil wir tragen ja jetzt einen großen Teil des Holzkörpers ab. Ja. Dazu wechsle ich mal kurz die Klinge hier. Es wird hier einfach aufgeschraubt. Wir können die Klinge hier rausnehmen. Du siehst, die ist schon etwas älter. Und wir nehmen hier aus dem Spender eine neue Klinge raus. Die kleben ein bisschen zusammen. Warum? Weil es ein wenig, wie soll ich sagen, ein wenig Öl dazwischen ist. Ja, das ist der Vorführeffekt. Die beiden gehen schon mal nicht raus einzeln. So, die beiden werde ich jetzt trennen. Man muss natürlich schön vorsichtig sein, ja, damit man sich nicht hier schneidet, weil die Klingen sind ja vorne extrem scharf. Ja. Also wir haben die eine Klinge, legen die ganz einfach hier ein, schieben die wieder rein. Darauf achten, dass es hier in der Arretierung drin bleibt. Ja, ich stelle die Klinge ungefähr so weit raus, mache mir mal kurz meine Finger, befreie die mal wieder von dem Öligen ein wenig. Spender kommt erstmal weg. So, und dann spitzen wir jetzt diesen Bleistift und wollen die Spitze so 1 bis 2 cm rausholen. Habe ich hier ein Modell, so ungefähr in dem Sinne. Ja? Ich zeige dir gleich, wozu das gut ist. Also braucht man auch für bestimmte Sachen, wenn man die zeichnen will. Los geht's. Ja, das hängt doch immer, also selbst wenn du ein scharfes Cuttermesser hast, wie ich jetzt hier, hängt es doch immer vom Holzkörper ab. Also welche Art und Weise, welchen Bleistift du hast und aus welchem Holz er gefertigt ist. Ich glaube, die Faber-Castell sind aus Lindenholz hier. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Da nimmt ja jede Firma immer eigene Minen. Ja. Quatsch, eigene Minen, eigenes Holz. Ja. Du siehst, die Mine kommt hier raus, Stück für Stück. Die ist so ungefähr, naja, ich schätze mal 2 mm dick. Ja. Und hier werden wir jetzt immer feiner. Aufpassen, dass du die Mine nicht so weit rausholst, also nicht das Holz bis hierhin weg. Denn je weicher die Mine ist, wir haben hier einen 4B-Stift, je schneller nutzt sie sich natürlich ab. Ja. Also da immer Obacht drauf geben. Je schneller nutzt sich die Mine ab und je schneller bricht die auch, ja, weil sie halt weicher ist. So. Sieht schon mal ganz gut aus und jetzt nehmen wir uns die Mine noch mal ein wenig vor. Da schabe ich immer so ein bisschen lang. So, du siehst, die wird langsam spitzer. Gerade diesen Prozess muss man extrem mit Gefühl machen. Aber je häufiger man spitzt, je besser wird das. So, das soll erstmal reichen. Wie das feiner geht, zeige ich dir noch. Also wir haben jetzt hier die Mine. Die ist wesentlich länger draußen als bei dem normalen Handspitzer. Und wir können jetzt hiermit sehr gut zeichnen. Warum? Weil die Mine auch sehr, sehr scharfe Kanten hat durch das Cuttermesser, ja, durch das Anspitzen. Ist sie praktisch nicht rund,
wie hier aus der maschinellen Fertigung, wenn man so will. Wir haben hier Ecken und Kanten drin, was den Bleistiftstrich natürlich nochmal individueller macht. Ja. Der zeichnet sich natürlich auch irgendwann rund, aber wenn man hier Kanten reinnimmt, ja, beispielsweise wie ein Viereck, hat man halt ein ganz bestimmtes Muster. Und das kann man auch für bestimmte Effekte, Strukturen speziell in der Natur nutzen. Ja. Also auch was ganz Klassisches, was ganz Tolles sozusagen. Du siehst, ein weiterer Vorteil ist, den ich noch sagen möchte, erwähnen möchte, du kannst ihn auch breit nehmen. Ja. Schau mal, du willst jetzt eine Fläche schnell schließen. Da ist es natürlich optimal. Ne? Das bekommst du mit dem nicht so hin, weil dann der Holzkörper schleift. Ja? Das ist schwieriger. Hier hast du viel besser eine Kontrolle. Wenn du einen Kontrast oder großflächig eine Fläche anlegen willst, hell und dunkel trennen willst, ja. Aber achte auch darauf, dass du nicht zu stark drückst. Ja? Also ganz, ganz wichtig. So, das mache ich kurz mal sauber. Also halt dir kurz mal die Ohren zu. So, und weiter geht's nach der Säuberungsaktion. Also, wir haben jetzt hier Spitzer mit Kurbel, den Handanspitzer und das Cuttermesser. Du siehst die verschiedenen Spitzen für die verschiedenen Zwecke. Ja, so, jetzt kommen wir zu den Fallminenstiften. Also, ich habe hier einen Fallminenstift, kennst du sicherlich. So, und da möchte ich jetzt die Mine spitzen. Das könnte ich jetzt mit dem Cuttermesser auch machen, aber das Metall stört mich halt hier. Ja, also ich müsste das ganz vorsichtig machen und mir persönlich würde das mit dem Cuttermesser dann zu lange dauern. Ja, wenn du beispielsweise ein HB hier anspitzt, hast du echte Probleme, weil HB ist sehr, sehr hart. Also dafür nehme ich diesen Fallminenspitzer, ja, ein kleiner, auch von Faber-Castell. Und der 2 Öffnungen, einmal für die 2 mm Mine und einmal für die 3 mm Mine. Ja. So, schauen wir mal, wie da die Spitze kommt. Der spitzt wirklich sehr, sehr gut. Ja, ein bisschen braucht er noch. So, und dann haben wir hier wirklich, schau mal, eine ganz, ganz exakte Spitze. Ja. Und du merkst, es geht auch relativ schnell, weil der Spitzer sehr, sehr scharf ist und wir können das wirklich hier sehr schön anwenden. Ja. Also speziell für Härchen. Ja, also kannst du mit sehr exakt zeichnen. So, schauen wir uns noch den 3 mm Stift an. Also du hast hier eine schöne Wahlmöglichkeit. Den spitzen wir auch nochmal an. Ich habe hier einen 4B, der geht relativ leicht, weil die Mine auch weich ist. Ja, so, du siehst, hier ist er mittelspitz. Ich probiere es jetzt mal richtig spitz zu machen. Schau mal, wird richtig extrem spitz. Ja? Also hier können wir die Fallminenstifte, sofern du damit arbeitest, ich kann es dir empfehlen, dass du einen Mix aus diesen Holzstiften und den Metallstiften, den Fallminenstiften hast, können wir wirklich hervorragend spitzen. Ja? So, also wirklich ein sehr, sehr guter Spitzer. Ich lege den immer in meine Dose rein, denn du hast ja den Rest drin und wenn man den beim nächsten Mal nicht ganz so achtsam hochhebt, ja, dann fällt es halt raus und du hast deinen Zeichentisch voll damit, mit dem Abrieb. So, wir haben jetzt also diese 4 bzw. 5. Jetzt kommen wir zu Nummer 5 und Nummer 6, wo ich das Fragezeichen habe. Ja, das sind spezielle Fälle sozusagen. Also, Nummer 5 ist, da nehme ich so Schleifplättchen. Ja. Du siehst, ich habe hier zum Beispiel, nehmen wir mal ruhig den Holz. Wenn ich jetzt diesen holzeingefassten Bleistift noch spitzer haben will,
wäre das mit dem Cuttermesser, also noch feiner haben wir, viel zu gefährlich, weil er dann ganz schnell brechen kann. Ja? Also nehme ich mir das Schleifplättchen, lege mir mal schnell ein extra Blatt noch unter, dass ich das wieder abnehmen kann. Und dann spitzt man den ganz vorsichtig. Hier sind halt mehrere Blöcke Schleifpapier drauf, mehrere Plättchen, Blättchen. Und dann können wir den hier immer drehen in der Hand zwischendurch. Hat er wirklich eine sehr, sehr gute Spitze. Ja. Und der Vorteil ist hier, du siehst, jetzt habe ich hier eine richtig schöne Spitze, einen ganz feinen Stift, bricht natürlich ziemlich schnell, weil ich jetzt ein 4B habe. Und der Vorteil ist, ja, du hast hier Schleifstaub. So, den kannst du entweder sammeln oder du kannst ihn direkt zum Verwischen nehmen. Ja? Schau mal, du kannst damit direkt arbeiten. Ich sammle den meistens auch in so einer kleinen Dose oder etwas größer und dann kannst du hiermit bestimmte Effekte erzielen. Ja? Also weiche Übergänge schaffen. Auch eine ganz, ganz tolle Methode. Ja, also, wenn man so will, doppelter Nutzen. So, und jetzt kommen wir noch zu einer Methode Nummer 6. Die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Da geht es darum, also wir haben jetzt die Stifte sind alle sehr, sehr spitz. Natürlich arbeiten die sich ab. So, jetzt wollen wir aber wir wollen das Schummern erzielen. Ja? Also ich habe hier schon mal einen Bleistift vorbereitet. Ja, du siehst, ich habe die Mine hier schräg gemacht. Ja, warum? Dass ich hier eine breite Mine habe zum Zeichnen. Ja? Das hat folgende Wirkung. Schau mal, ich habe hier einen relativ breiten Strich und kann zum Beispiel, wenn ich eine Baumkrone hier zeichnen will, mal mehr aufdrücken, mal weniger. Also ich bekomme einen unregelmäßigen, aber dennoch breiten Strich hin. Ja? Und das ist wirklich richtig schön anzuwenden. Ja. Da kannst du hier wirklich breit zeichnen. Das wäre natürlich mit diesen Stiften relativ schwer. Ja, hier kannst du wieder feiner zeichnen, aber du kriegst nicht diesen Strich halt hin. Und je mehr du das praktisch hier breiter zeichnest, je breiter wird der Stift, ja, die Mine. Und dann kannst du schön hier mit dem Druck variieren, von ganz zart, aber auch etwas mehr. Ja. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, wenn man das praktisch hier breit gestaltet. Ja. Und wie machst du das? Naja, entweder zeichnest du das ab oder ich werde jetzt mal diesen Stift hier radikal kürzen. Du kannst natürlich auch dieses Schleifblättchen nehmen. Und hier den Stift schön breit machen. Ja. Da kannst du schöne Effekte mit erzielen und deine Linie auch individuell gestalten. Ja. Also richtig schön breit machen. Du siehst hier, die Mine guckt ein bisschen weiter raus, den ich vorbereitet habe. Den habe ich gerade ein bisschen angespitzt. Der ist schräger, der ist ein wenig breiter und da ist die Mine halt breiter. Ja. Also die Fläche, mit der wir zeichnen, ist breiter und größer. Und da erzielt man halt unterschiedliche Effekte. Wie gesagt, bei organischen Formen halt sehr, sehr wichtig. Ja. Zum Beispiel hier bei einem Blatt. Ja. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, weil man hier ja, halt keine so, wie soll ich denn sagen, so eine künstliche Mine bekommt. Ja. Mit künstlich meine ich, wie sie halt von diesem Anspitzen kommt. Ja. Aber jeder nach seiner Fasson. Also jede Spitzung, denke ich mal, hat auf alle Fälle ihre Berechtigung.
Oben rechts findest du weitere Videos. Schau am besten gleich rein. So bleibst du immer auf dem Laufenden zum Thema Material, realistisch zeichnen und so weiter. Unten in der Beschreibung findest du einen kostenlosen Zeichenkurs und den Link zu meiner Akademie Schmitz Zeichenwelt. Also alles zum Thema rund um das Zeichnen und wie du besser wirst. Also, ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat und freue mich genauso, wenn du mir ein Abo dalässt. Klicke einfach auf den Button, damit wir uns zum nächsten Video hier auf Schmitz Zeichenwelt wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.